Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Ich bin Rogi und bei uns trifft heute die indische auf die mexikanische Küche, denn wir rollen uns einen leckeren Masala Burrito. Ihr wisst ja, dass wir immer sehr viel für unsere Rezepte recherchieren und dabei ist uns aufgefallen, dass zwischen der mexikanischen und der indischen Küche sehr viele Gemeinsamkeiten bestehen. Das macht auch Sinn, denn sehr viele von den essentiellen Zutaten der indischen Küche kommen ursprünglich aus Südamerika und wurden von den Portugiesen importiert. Zum Beispiel die Tomate, die Kidneybohnen, die Kartoffeln und natürlich auch die Chili. Ohne die wird es zum Beispiel Rezepte wie unser Kidneybohnen-Rajma überhaupt nicht geben. Aber auch andere Zutaten wie zum Beispiel Reis, Fladenbrot, Koriander und Kreuzkümmel sind in beiden Küchen sehr beliebt und deswegen war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass wir unseren eigenen Lucky Recipes Burrito entwickeln. So ein Burrito besteht ja aus verschiedenen Komponenten und eine ganz zentrale Komponente ist der Reis. Und ihr wisst ja, bei Reis empfehlen wir euch immer wärmstens Tilla Basmati, den benutzen wir schon seit 30 Jahren, den haben schon unsere Eltern für uns zubereitet, weil er einfach eine unglaublich gute Qualität hat. Und heute nehmen wir den Vollkorn Basmati von Tilda, der hat so eine nussig-erdige Qualität, die passt hervorragend zum Geschmack von unserem Burrito. Außerdem ist er sehr nährstoff- und ballaststoffreich und er gibt zusammen mit den anderen Zutaten von unserem Burrito eine vollwertige Mahlzeit. Wir kochen den Vollkorn Basmati nach der Nudelmethode. Bringt dafür erstmal die 5-fache Menge Wasser zum Kochen und gebt euren bereits gewaschenen Vollkorn Basmati dazu. Lasst den Reis dann bei halb geöffnetem Deckel für 25 Minuten köcheln. Der Reis steigt an die Oberfläche, daran erkennt ihr auch, dass er gegart ist. Gießt das Kochwasser durch ein Sieb ab und lasst den Reis 5 Minuten ausdampfen. Um das nussige Aroma noch mehr zur Geltung zu bringen, runden wir den Vollkorn Basmati mit Salz und Butter ab. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Schritt. Für die Füllung stellen wir eine Pasta aus Guajillo Chilis her. Ich hoffe, ich habe das richtig betont. Diese Chili ist die zweitbeliebteste Sorte in der mexikanischen Küche. Sie ist zwar nicht sehr scharf, dafür aber sehr aromatisch. Alternativ könnt ihr auch Kashmiri Chilis nehmen, wenn ihr noch welche im Gewürzschrank habt. Wenn ihr es schärfer mögt, könnt ihr die Kerne natürlich auch behalten, aber Achtung, später kommen noch frische Chilis dazu. Reißt die Schoten in kleine Stücke und röstet sie ohne Öl. Das entlockt den Chilis noch mehr Geschmack. Leute, das ist ein Aroma. Ihr werdet es auf jeden Fall riechen, wenn eure Chilis fertig sind. Gießt die Schoten mit heißem Wasser auf und lasst sie für 10 bis 15 Minuten einweichen. Für die Füllung schnibbeln wir uns noch ein wenig Knobi, Ingwer und rote Zwiebeln. Ihr wisst ja, das ist das Trio für viele indische Masala-Soßen. Statt der klassischen Burrito-Soße machen wir eine Masala-Burrito-Soße. Die ist von den Zutaten eigentlich recht ähnlich, aber natürlich mit mehr Gewürzen. Bratet zunächst Kardamom und Kreuzkümmel ein paar Sekunden lang an. Gebt dann die Zwiebeln, Ingwer und Knobi hinzu und bratet sie glasig. Jetzt kommen die Pulvergewürze und Tomatenmark hinzu. Rührt alles um, bis es sich gleichmäßig verteilt. Gebt einen Schuss Wasser hinzu und lasst es einköcheln, bis ihr eine schöne glänzende Soßengrundlage habt. Fischt den Kardamom aus der Masse und lasst sie ein wenig abkühlen. Püriert sie dann zusammen mit euren eingeweichten Chilis in einem Schuss Einweichwasser. Bei Bedarf könnt ihr noch mehr Einweichwasser nachschütten. Fertig ist eure schöne glänzende Chili-Paste. Wir kombinieren die Paste mit Kidneybohnen und Mais, die wir vorher schon abgegossen haben. Das Ergebnis ist eine aromatische Fusion aus Chili sin Carne und dem nordindischen Rajma. Unsere Masala Burrito Soße lassen wir jetzt auf kleiner Hitze nochmal 15 Minuten köcheln, damit die Aromen sich schön verteilen können. Und wenn ihr mögt, könnt ihr das Ganze auch schon einen Tag vorher zubereiten und dann über Nacht durchziehen lassen. Dann dringt das Masala nochmal richtig in die Bohnen ein. Also die Farbe von unserem Chili sieht schon mal super aus.
Schmeckt die Füllung noch mit einer Prise Zucker und Kasuri Methi ab. Das verleiht eurem Masala Burrito noch mehr indischen Flair. Die Hauptkomponenten unserer Füllung, der Reis und das Chili, sind schon mal fertig und sehen wirklich zum Anbeißen aus, aber jetzt brauchen wir noch eine leckere Soße. Wir stellen uns eine einfache Joghurtsoße her, die wir ein wenig in Richtung Chaat Masala würzen mit etwas Kala Namak und Bhaja Mosla. Bhaja Mosla ist eine stärker geröstete Variante von Garam Masala. Die Hauptbestandteile sind Kreuzkümmel und Koriander und ein paar andere Basisgewürze. Das Rezeptvideo für Bhaja Mosla haben wir euch verlinkt. Alternativ röstet einfach nur ein wenig Kreuzkümmel und Koriandersaat an. Jetzt geht's ans Füllen. Wir nehmen dafür eine Weizentortilla, aber ihr könnt es auch mit einem frischen Chapati versuchen. Die Basis bilden Reis und Chili, die ich bewusst ein wenig näher am Rand positioniere. Das hilft später beim Rollen. Übrigens, die Kombi aus Kidneybohnen und Vollkornreis bietet nicht nur Ballaststoffe, sondern auch alle essentiellen Aminosäuren. Ich habe ja gesagt, eine vollwertige Mahlzeit. Weiter geht's mit den Toppings. Ich habe mir dazu grüne Chilis, Tomaten und Zwiebeln vorbereitet, um dem Burrito einen frischen Geschmack zu verleihen. Darüber gebe ich ein wenig Achar, also indische Mixed Pickles. Die verstärken auch nochmal den indischen Geschmack. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt fehlen eigentlich nur noch Joghurtsoße und Cheddar-Käse. Dann dürft ihr euren Burrito rollen. Klappt dafür mit den Zeigefingern die Seiten ein. Mit den Daumen rollt ihr dann die Tortilla auf. Der kritischste Punkt ist, wenn ihr die Tortilla das erste Mal umklappt. Ich helfe mit den Zeigefingern nach, damit nichts überquillt. Dann einfach beherzt rollen und ihr seid fertig. Wir geben unseren Burrito noch kurz auf den Grill, denn wir lieben geschmolzenen Käse. Außerdem hilft das dabei, die strukturelle Integrität eures Burritos zu bewahren, wenn eure Rolltechnik noch nicht so ganz on point ist. Der fertige Masala Burrito ist eine echte Geschmacksexplosion, bei der ihr mit jedem Bissen neue Aromen entdeckt. Nussiger Reis, scharfe Chili, frische Zwiebeln und Tomaten, aromatische Pickles, kühlende Joghurtsoße und geschmolzener Käse. Ein absolutes Muss für alle Streetfood-Fans. Viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Video. Tschüss!